Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Im letzten Video habe ich mir mit euch ja die Anker Solix Solarbank 4, das Akkumonster, angeschaut und mit euch auch erstmals in Betrieb genommen und sogar die Akkus erweitert. Aber in diesem Video kommen wir zum TÜV-geprüften Plug-in Power 2.0 Deep Dive, das heißt den Anschluss an die Wieland-Steckdose. Also bleibt dran! Bevor wir uns aber gleich den Komponenten hier widmen, noch ein paar wichtige Punkte. Ihr habt mich ja in den letzten Videos doch sehr viel gefragt und ich möchte mal ganz schnell am Anfang einige Fragen beantworten. Schauen wir einfach mal rein. Die erste Frage oder die erste Antwort, die ich euch geben kann: Die Solarbank 4 kommt natürlich ab Werk limitiert mit 800 Watt Ausgabeleistung. Das heißt, ihr könnt sie ohne Probleme als Balkonkraftwerk installieren, in Betrieb nehmen und so dann ganz einfach im Marktstammdatenregister anmelden. Wichtig, es gibt natürlich auch noch einen weiteren Betriebsmodus, zu dem komme ich heute hier in diesem Video. Über die Wieland-Steckdose hier können wir mit 2500 Watt ins Haus arbeiten. Allerdings bei diesem Schritt ist natürlich ein Elektriker erforderlich. Macht das bitte auf keinen Fall selbst. Holt euch einen zertifizierten Elektriker und lasst das bitte anschließen. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Vielleicht ist das auch im letzten Video nicht ganz verständlich von mir rübergekommen. Was passiert im Stromausfall? Hier habt ihr natürlich die Backup-Steckdose. Diese kann natürlich als USV fungieren, das heißt nahtlos umschalten und kann dann natürlich in dementsprechenden Modus 2500 Watt Ausgangsleistung liefern. Da kam natürlich noch eine weitere Frage von euch: Kann diese Steckdose diese 2500 Watt 24/7 liefern? Diese Frage habe ich aktuell noch an Anker gestellt und warte noch auf Antwort. Aber wenn ich diese nachgereicht bekomme, liefere ich die hier natürlich auch mit ab. Dann kommen wir noch zur letzten Frage: Brauchen wir zwingend einen Smart Meter und welche Smart Meter sind mit diesem System kompatibel? Die allgemeinen kompatiblen Smart Meter findet ihr natürlich auch auf der Anker-Seite. Die wichtigste Frage von euch war natürlich: Was ist mit dem Smart Meter Generation 1? Ich hatte euch ja den Smart Meter Generation 2 gezeigt. Natürlich ist die erste Generation des Smart Meters hier auch weiter kompatibel und kann hier auch in die App mit eingebunden werden und dementsprechend natürlich auch mit der Anker Solix Solarbank 4. Generation genutzt werden. So, das wäre es damit zu den Fragen. Also weiter zur Plug-in Power 2.0, zu unserem Deep Dive Video. So, ihr kennt das natürlich auch. Die Sonne knallt mittags, die Waschmaschine läuft, eventuell das Klimasplitgerät oder andere große Geräte, und dann sind natürlich die 800 Watt von eurem Balkonkraftwerk einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Deswegen zünden wir heute die Plug-in Power 2.0. Das heißt, wir können mit der Anker Solix Solarbank 4. Generation auch dementsprechend 2500 Watt in das Hausnetz einspeisen. Was wir dafür brauchen und was ihr dafür beachten müsst, das schauen wir uns heute jetzt hier mal etwas genauer an. So, was brauchen wir denn, um die vollen 2500 Watt entfalten zu können? Dafür brauchen wir natürlich die Plug-in Power 2.0. Diese hat übrigens auch eine offizielle TÜV-Zertifizierung, Einspeise-Zertifizierung. Um diese in Betrieb nehmen zu können, benötigt ihr natürlich erstmal die Hilfe eines Elektrikers, denn das dürft ihr auf jeden Fall nicht alleine machen. Hierfür braucht ihr natürlich als erstes einen Smart Meter. Ich hatte es ja schon im letzten Video gezeigt. Wir haben hier den Smart Meter der 2. Generation. Diesen lasst ihr dann einfach von eurem Elektriker in eurem Verteilerschrank installieren. Des Weiteren benötigt euer Elektriker oder ihr vor allen Dingen eine weitere Zuleitung, und zwar einen einzelnen eigenen Stromkreis für eure Solarbank. Das muss der Elektriker zur Verfügung stellen. Das ist ein selbstständiger Stromkreis, der mit einer mindestens B16-Sicherung abgesichert ist und so natürlich diese Last auch ordnungsgemäß tragen kann. An diese schließt euer Elektriker eure Wieland-Steckdose an und verbindet diese so mit dem Stromkreis. Somit habt ihr einen eigenen abgesicherten Stromkreis, der dann auch natürlich hier über eine dementsprechend geeignete Anschlussmethode verfügt, um die 2500 Watt auch sauber in euer Hausnetz reinzubekommen. Dann brauchen wir ein spezielles Kabel. Dieses gibt es hier von Anker. Das ist hier dieses Anschlusskabel. Ihr seht, es hat sich massiv verändert. Es wurde überarbeitet. Wir haben hier das Teil, was direkt an die Solarbank kommt, und hier natürlich den Wieland-Stecker. Alles sehr massiv gehalten, und so können wir den Wieland-Stecker direkt hier in diese Dose einbringen und können so die vollen 2500 Watt in der Anker Solix Solarbank freischalten. Wichtig, diese Freischaltung funktioniert natürlich nur, wenn euer Elektriker vorher hier diese Installation
vorgenommen hat. Wurde das alles fachgerecht vom Elektriker installiert, schließt man dann einfach nur noch die Anker Solix Solarbank 4 hier an die WLAN-Steckdose an und geht in die App rein und schaltet dann hier über die App die 2500 Watt Einspeisung frei. So, nachdem hier nun alles fachgerecht verkabelt ist, kommt jetzt der magische Moment. Ihr seht, wir haben hier aktuell einen kleinen Hausverbrauch von gerade mal 50 oder 60 Watt. Und jetzt testen wir die Geschichte doch mal richtig durch, indem wir einfach mal einige zusätzlichen Verbraucher einschalten. Wir können zum Beispiel die Spülmaschine anmachen, eine Waschmaschine oder vielleicht nochmal mein kleines Klimasplitgerät. Die Geräte verteilen sich ein bisschen in der Last, aber wir schauen mal, was wir hier ziehen können. So, und ihr seht, wie die Anker Solarbank das wunderbar kompensiert. Wir haben jetzt hier 2,3 kW Verbrauch ungefähr im Haus. Und die Solarbank deckt das komplett ab und hält den Zähler so nahe Null. So, und wichtig zu erwähnen, wenn ihr nun gerade so eine große Anlage habt, habt ihr gerade im Sommer natürlich auch sehr viel PV-Überschuss. Das heißt, die PV-Module brezeln nur so die Energie in die Solarbank 4 hinein und wir haben mal ganz schnell Überschuss. Das heißt, die Akkus sind voll. Was machen wir denn mit dem Überschuss? Ganz einfache Antwort: verbrauchen. Wie machen wir das? Natürlich voll automatisiert. Dafür verwendet ihr am besten das Anker Plugin, das Smart Plugin, und das stecken wir einfach mal hier in eine x-beliebige Steckdose. Das Smart Plug lässt sich ganz einfach hier in der App hinzufügen. Wir klicken einfach hier oben auf die Plus-Taste, Gerät hinzufügen, suchen das Gerät, wir haben es gleich gefunden, und fügen das einfach mal dem System hinzu. Und somit habt ihr dann natürlich auch die Möglichkeit, mit Hilfe der Smart Plugs euren Überschuss auch nochmal gezielt an eure Geräte zu verteilen und diese dann so fernzusteuern, sodass euer wertvoll erzeugter Strom dann sinnvoll vielleicht in einer Waschmaschine oder in einem anderen Verbraucher genutzt werden kann. An dieser Stelle dann noch ein ganz wichtiger Einwurf, und zwar das Thema Marktstammdatenregister. Vergesst natürlich nicht, eure Anlage dort zu registrieren. Ich weiß, die Bürokratie hier in Deutschland ist mitunter sehr nervig, aber ganz wichtig, die Anmeldung ist mittlerweile in wenigen Minuten komplett unkompliziert erledigt. Besonders wenn das System hier natürlich im 800 Watt Modus als ganz normales Balkonkraftwerk angemeldet werden kann, denn hier läuft es nach den neuesten VDE-Standards und damit dürftet ihr keine Probleme bei der Anmeldung haben. Für das große System mit den 2500 Watt habt ihr ja die TÜV-Zertifizierung und die Installation durch euren Elektriker. Hiermit dürfte dann auch der Papierkram recht schnell erledigt sein. Kommen wir zu guter Letzt noch zu einem Fazit. Wer die volle Ersparnis haben will und wem die 800 Watt Einspeisung nicht reichen, für den ist natürlich die Plug-in Power 2.0 der Gamechanger schlechthin. Denn die TÜV-geprüfte WLAN-Installation ist sauber und sicher und beide Modis arbeiten absolut legal im VDE-Rahmen, richten sich aber an unterschiedliche Vorgaben. Also, was meint ihr? Reichen euch die 800 Watt Einspeiseleistung aus oder müssen es unbedingt die 2500 Watt sein? Teilt es mir doch einfach mal unten in den Kommentaren mit. Wenn ihr neugierig auf das System geworden seid, kein Problem, ich verlinke euch alle Bezugsquellen und eventuelle Rabattaktionen unten wie immer in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich über ein Abo und einen Daumen hoch freuen. Und ganz wichtig, wenn ihr mich, meine Projekte und meinen Kanal unterstützen wollt, schaut doch auf meiner Homepage vorbei. Dort habe ich eine digitale Kaffeekasse. Dort könnt ihr mich und meine Projekte ganz einfach unterstützen. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Marc auf YouTube.